Das ist krass. Krasse Scheiße. Links benutzen, um links auf Alter, Paris hier Zeit abzubiegen. Hier wird wahrscheinlich auch irgendein Rennen oder irgendwas sein. Hier sind Krasse jetzt so Scheiße. Bellagio. Ey, wie voll auch die Straßen Ja. sind, ne? Das ist jetzt hier voll der Schock. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist gut geplant, dass wir das irgendwie als Abschluss machen. Weil Weil sonst zu wenn du viel- das als Start machst, was soll das dann noch kommen, weißt du? Da fährst du dann nach Fort Worth rein und denkst, ja, toll. Ja, Chris Angel Mindfreak. Ach, keine Ahnung, ich bin überfordert. Irgendwas oder irgendeine Parade muss ja hier sein? Oder ist das immer so? Nee. Mit diesen Sitzplätzen da? Schatz, ich war noch nie. Ich weiß es Ich nicht. doch auch nicht. Ja, du fragst mich gerade, ist es immer hier so? Beantworte mir das. Aufregend. Gib Yumi! Hier ist, glaube ich, auch Freak Show 2000. Ganz schöne Raudis. Alter, ist hier was. Also, das ist überwältigend. Viva Las Vegas! So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist hier Paris Parking für Hotelgäste. So, also das war jetzt gerade hier eins der komischsten Erlebnisse, die wir jemals hatten. Wir sind ins Parkhaus reingefahren und schon hier in den Strip reinzufahren war total merkwürdig, aufregend. Und jetzt stehen wir hier am Check-in vom Paris und hierher zu laufen war irgendwie Du läufst durch Paris quasi. Total mit deinen Koffern. komisch. Es Also ist dunkel mit Himmel und allem drum und dran. man kann es Dann nicht kommst du beschreiben. hier durch und dann bist du an den Automaten. Ja, ganz cool. da vorne sieht man schon die ersten Automaten. Also wir sind hier irgendwie gerade leicht überfordert nach wie vielen Tagen Wüste, ich weiß es nicht. Nach quasi 2 Wochen Ruhe und Wüste. Los geht's. So, wir haben jetzt hier eingecheckt und ewig lange Flure. Unglaublich. Und das ist unser Zimmer. Salut, ça va? Salut, salut. So, also fangen wir mal die Roomtour hier an. Ja, eine saubere Hübsch. Badewanne, Toilette, also schicki, sauber. Dann kommst du hier rein, haben wir ein schönes Einzelbett, jeder. Naja, es sind 2 Queen Size. Also, Ja, also in vielen riesig. Hotels ist das schon ein Bett. Ja. Fernseher. Und die Aussicht, die Scheibe leider natürlich schmutzig, aber die ist mal geil. Ja. Wir gucken rüber zum Caesars Palace, Auf Und dem Eiffelturm. auf den Eiffelturm. Da vorne ist der Strip, da unten die Autos. Da unten ist Ja. erstmal Pool. Und quasi hinter dem Eiffelturm sieht man dann, ach, da ist auch das Bellagio hinter dem Eiffelturm. Genau, auch noch. genau. Krass. Da ist diese Fontänenshow da drüben. Ja. Genau. So, wir machen uns jetzt ein bisschen frisch Oh ja. und dann geht's auf die Piste. Ich bin fast hingefallen. So, und wir haben Hunger. Rock'n'Roll und Remi Demi. So, hier kann man nachts dann jeder auf seinem Bett dann hier joggen gehen. Ne? Also das Zimmer ist cool. Es ist auch ein bisschen die Jahre gekommen, sieht Ja, man an den Leisten ja. und so. Ja, was zahlen wir jetzt die Nacht hier? Inklusive Resort-Fee $100 ungefähr. Das ist aber günstig. Also ich dann. finde für die Lage und für also Las für die Lage Vegas, ist das schon günstig. Das ist nicht teuer. Ich muss glaube man sagen. $110 die Nacht. Ja, also das ist in Ordnung. Genau. So. Los geht's. Hallo Deutschland oder egal, wo ihr gerade auch stecken mögt. Liebe Grüße aus Paris. Nicht, sondern aus Viva Las Vegas. Wir sind nämlich in Las Vegas unterwegs und sind in dem Eiffelturm-Hotel. Ja, Also Hotel in Paris? Ja. Und es ist echt verrückt hier drin. Surreal. Wie alles hier. Ja, Gestern ist jemand die Straße lang gelaufen und hat gerade telefoniert, wurde gefragt, wie es hier ist. Und er Ja. hat gesagt, wie ein IMAX auf Steroiden. Und das Genau. trifft es ganz gut. absolut. Ja. Ist schon verrückt. Jetzt erkunden wir mal Las Vegas bei Tag und später bei Nacht. Also gestern nachts, da waren wir zwar alle. Wir waren Knülle. Wir sind zwar noch viel rumgelaufen, Ja. aber waren einfach erstmal so geflasht. Jetzt Und das Krasse ist, gleich wirst du es hier sehen, du läufst hier durch diese Gasse und das wirklich irgendwie wie eine Stadt sich an. Ja, Ich habe gesagt, das ja. ist in einem Land. Und dann kommst du gleich da vorne an, da sind die Spielautomaten. ja. Das ist echt total verrückt. Ja, also wir waren ja vor vielen Jahren mal in Macau. Das ist ja auch sozusagen Casino City von Asien. Dort ist aber wirklich der Fokus auf Casino. Also Macau macht mehr Umsatz im Casino als Las Vegas. Aber hier merkt man halt eben, hier ist auf Entertainment Genau. gesetzt, sozusagen Shopping, Dining. Sorry, dass ich unterbreche, guck mal rechts. Ja, Du kommst dann raus und dann rechts hast du die ganzen Spielautomaten. vor allen Dingen hier darf man filmen. Das durfte man in Macau nicht. Ne? Das stimmt, ja.
Das ist verrückt. Da setzen wir uns heute Abend mal ran. Wir haben uns da auch vorbereitet, um den Jackpot zu knacken. Absolut. Wir haben Tutorials gesehen. Wie man das überhaupt spielt. Und hier ist die Rezeption. Das ist auch leerer als gestern. Ja. So, Los dann geht's. gehen wir mal. Es ist laut und chaotisch. Und das ist noch nicht mal etwas losgegangen. Es ist gerade noch morgens um 11. So, jetzt wird es hier ruhiger. Schön. Genau. Ah, heute gehen wir mal rechts lang. Richtung andere Seite. Ah, herrlich. Aber man muss auch sagen, die Preise sind schon gesetzt hier. Also gerade wenn man in Texas losfährt, wo ja preislich echt alles in Ordnung ist. Also Also- man kriegt was für sein Geld. Es Einfach ist nur ein wirklich Benzinvergleich. Ne? In Texas Ja. zahlst du, haben wir 2,41 $, war das günstigste pro Gallone. pro Gallone. Und hier zahlst du schon $4. Und der Weihnachtsmann macht auch Urlaub in Las Vegas. Ja, da ist er. Ja, So. ist schon heftig. Also gestern 2 Hotdogs. Ich meine, die waren so geladen, die Hotdogs. Das hat als alleiniges Komm, du hast gestern Mal Abend gereicht, Bauchschmerzen fast sozusagen. bekommen, weil so viel Also war. die waren sehr gefüllt, aber wir haben wir haben $30 für 2 Hotdogs bezahlt. $31, ja. Also das ist schon heftig, Fett, ja. ja. Aber ja, war vorher klar, dass es jetzt hier nicht günstig ist. Guck mal, wenn du hier bei uns rauskommst, dann darfst du gegenüber gleich. Das heißt Las Vegas Boulevard. Da hast du das Bellagio, Cosmopolitan. Da drüben ist dann dieses berühmte Wasser, Fontänen links. die Fontänenshow. Die haben jetzt hier angefangen so aufzubauen. Leider können wir dann da nicht direkt drauf gucken. Nur heute Abend an der Seite, ah Mann, die Musik hier ist ja laut. Für die Formel 1. Die bereiten für November die Formel 1 Strecke vor. Rechts da drüben hast du dann Caesars Palace. Ja, also ein großer Eingang und da ist das Gebäude, wo sie auch Hangover Teil gedreht haben. Ich glaube, es hat alles draufgepasst. Am Schatten ist frisch. Also ich musste gestern Abend auch wirklich sagen, als ich unterwegs war, ich habe gedacht hier, also es ist so nach 2 Stunden Las Vegas, da habe ich schon gedacht so, Las Vegas zerstört. Kontrolle übers Leben Da verloren. verlierst du wirklich die Kontrolle über dein Also- Leben hier, ey. Also, dass die Leute hier durchdrehen, wenn man hier eine Woche ist, kann ich mir irgendwie Die waren schon auch vorstellen. gestern Abend noch in dem Planet Hollywood Einkaufscenter. Ich wusste nicht, dass es ein Einkauf durch Zufall. reingestolpert. Und da bist du durch so einen Abschnitt gelaufen. Ben durch das Mein Caro hat es dann auch aufgenommen. Ich habe gerade zu Erkan gesagt, schau mal hier oben den Himmel an. Und was hast du gesagt? Du verlierst hier wirklich in kürzester Zeit deine Kontrolle über dein Leben. Er dachte, es wäre auf einmal helllichter Tag. Wirklich, obwohl es dunkel ist, wir sind hier rein und gucken nach oben. Ja, Kontrolle verloren. Irre. Las Vegas hat uns jetzt. Da denkst du wirklich, das ist echt, aber nein, das war's nicht. Da ist auf einmal Tag und irgendwie, also ja, total verrückt. So, und hier Foto? aus unserem Zimmer können wir genau auf den Eiffelturm hier blicken. Ich muss aufpassen, Caro verschwindet immer wieder, um Fotos zu machen. Ich muss aufpassen, dass die Maus nicht verloren geht hier. Ja? Nee, ich wollte ganz schnell machen, ohne den Mann da drauf. Ja. Also hier geht alles nur mit Weitwinkel, ne? Foto Ja. kannst du nicht normal aufnehmen. Guck mal, da ist Elvis im Rollstuhl. Ja, der war ja so fett, hat er recht. Ja, Security. Das ist leider auch das Bild von Las Vegas. Tja, Elend ist ganz nah beieinander hier, ne? Da oben die Nieren, die feinen Herren und da unten liegt einer. Also ich glaube fast, heute gibt es noch mal einen Wotteburger, oder? Ja, hier ist Waublöckes. Also wir Türken sind, ich schwöre, überall. Jetzt in Las Vegas, hier Istanbul, Mediterranean, wir Türken sind einfach überall. Gyro, Döner Dicker, und läuft Shawarma. Ah, Das finde ich immer praktisch. Ja, so, um die Straßen zu überqueren, so Rolltreppen. Ja, finde ich nice. Und nicht immer über die Straße rennen. Ja. Caro flitzt immer die Straßen hier. Ich bin gleich bekifft, ne? So schön am Morgen. Also du läufst aus einer Wolke in die nächste hier rein. Also in die Noch schlimmer als in New York. Kiffwolke.
High Roller, da müssen wir hin. Das sind wir. So, Kreditkartenlimit komplett ausnutzen. Genau, meinst du? alles auf Rot. Für den Flamingo-Fan. Da hast du das Caesar Palace, das Plakat. Guck mal, im Caesar Palace tritt Adele auf. Oh. Also wir haben ja gestern schon Abend schon gesagt, wir sind ja aus Bangkok und anderen großen Städten, wie auch hier in Singapur und so, vieles gewöhnt. Aber hier, das ist nochmal eine ganz andere Krass Hausnummer. irgendwie, Ja. ja. Und hier laufen die komischsten Menschen rum, Alter. Aber dafür ist ja Las Vegas bekannt, ne? Für die crazy people. Ja, ja, ja. Hier, lass dich nicht anquatschen vom Nee. nackten Cowboy. Nochmal, das ist ein Cowgirl hier. Meine Güte, hat die Arschbacken, ey. Lass dich mal von den Ich Typen fass hier nicht nicht mal- anquatschen. Ich fass nicht mal an. Ja. Howdy, guys. Oh, Can we embarrass a guilty smile? Oh, you're smiling the whole day. Wir haben die echten Cowboys gesehen und nicht so eine billigen. Weil die echten sind, laufen nicht nackig rum. Richtig, die haben genug Geld für Anziehsachen. Genau. Wir sagen müssen, die verkleideten Leute, mit denen man hier Fotos machen kann, das sieht echt schlimm aus. Ne? Das sieht wirklich schlimm aus. Hola, Señoritas. So. Ich zeige euch mal Señoritas hinten. Ah, ist schon viel so. Für die Sinne. Was essen wir heute so? Mittag? Naja, vielleicht Whataburger oder so? Ah ja. Die Fake Monks sind auch geil hier. Also keiner von denen ist wirklich Mönch. Das schönes McDonalds-Zeichen hier, eine McDonalds-Filiale. schick aus. Sieht mal anders aus. Schöner. Wo gehen wir ins Venetian? Ja, goldenes M. Da waren wir auch in Dings, in Macau. Richtig. To earn player payback rewards, you need to have a rewards Er ist die card. ganze If you Zeit don't hier, ne? have Diese a card, Töne, our slot person An alles jeder Ecke ist Musik. schon. Ja. You don't even need to leave your seat. Oh, gerade voll durch die Wolken da durchgelaufen. Use your player's card during our player payback slot and video welcome promotion and Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, Aber gestern Abend habe ich auch schon gemerkt, meine Güte. das ist viel. Also länger als 2 Tage würde ich das nicht machen. Was? Länger als 2 Tage würde ich das nicht machen. is on us to keep Oh, auch White noch Castle, da wollte ich auch nochmal mal einen Burger essen. Nein, kein Witz. Ja, gehst in einen Burgerladen rein und neben der Mauer ist erstmal ein Casino. Wer von euch kennt White Castle? Aus welchem Film kennt man diesen? Warum sind sie so bekannt geworden? Looks like you guys had some night, huh? I want 30 sliders, 5 French fries, and 4 large cherry cokes. I want the same, except make mine Diet Cokes. Chuck. Wow. 10 Slider. Ach so, die sind alle so klein hier, die Burger. Ja, ja, ich nehme mal eins leider zum Problem für 1,39 $. Na, nimm mal. Den Film hast du auch gesehen, Schatz, wo sie vom White Castle mal reden. Ja, die gibt's überall, ne? Also Ja, ja. White Castle gibt's ja auch viele, nicht die Kette, sondern auch so Burgerläden, die so heißen. Es gibt Hat auch irgendwie tiefgefroren so und so. ja. Aber aus welchem Film? So ein Kifferfilm oder so? Ja, ungefähr. Ja? Ich weiß nicht. Wisst ihr das, welchen Film ich meine? Schreibt es mal in die Kommentare, Ich wenn ihr habe wisst, Movie-Alzheimer. welchen Film ich meine. Oh, ich probiere das mal jetzt. Das ist nämlich die Oh Packung Gott. und ein Furz Fleisch drin. Ja, naja, klar. Ah, Das ist halt ein scheiße. Slider. Heiß. Ja. Die ganzen Zwiebeln sind schon in der Box drin. Durchgefallen. Was hast du gesagt? Also known as Belly Moms oder Belly Bums, irgendwie so. Naja. Ich habe noch nie so einen beschissenen Burger gegessen. Ja, aber also es sieht auch echt nicht gut aus. Aber wenn es nicht schmeckt, dann lass. Ich hab's fast geahnt. Gut, dass wir erst mal einen getestet haben. Nee. Das Fleisch sieht auch ganz komisch. Sieht aus wie so ein Dosenfleisch. Nee. Sowas, wo man danach aufstoßen muss. Ne? Also es sieht auf jeden Fall so aus. Kennt ihr das? Kennst du diese Mikrowellenburger, die du in die Mikrowelle reinmachst? Ja. So ungefähr auch das Brot gewesen jetzt. Ja. Und ob das echtes Beef war, steht jetzt 100% Beef. Mag ich ein bisschen zu bezweifeln. White Castle kannst du dir sparen. Das ist auch wenn du so ein kleiner Haps, für den kleinen Haps 1,50 zahlst, immer noch, finde ich, jetzt für den Haps. Ja. Kostet wahrscheinlich woanders nur $1, denke ich mal. Ja, aber auch nicht geil. Auch wenn es $1 nur kostet. Ja. Also noch ein Mythos zerstört aus der Kindheit, bis aus der Jugendkindheit. Aus der Jugend oder jüngeren Vergangenheit, sagen wir es mal so.
Ab ins Venetien. Was ich auch geil finde, muss ich sagen, das sieht man auch bei uns aus dem Hotelzimmer, dass man die Berge drumherum sieht. Ne? Die Stimmt, ja. sieht so cool aus, aber da hinten war nur ganz kurz jetzt. Da sieht man es auch ein bisschen, sieht irgendwie cool Hinter aus. den Kran. Da sieht man, dass man wirklich in der Wüste ist. Es ist aber wirklich schade, dass die jetzt hier alles aufbauen, dass die ganzen Gestänge auf der Straße ist. Dass hier und da so ein bisschen den Blick nimmt, ja. Ja, und Baustelle halt auch viel. Aber ne? guck mal, bei Mirage wird wirklich fett gebaut, ne? Ja, da links Das ist sieht ja man auch wahrscheinlich lustig, den guck mal. Berg jetzt. Ach so, Die geht so hoch und dann Ja, geht das es über ist den so eine Hügel und dann wieder Brücke. runter. Das ist ja auch geil. Ich auch noch nicht gehabt. Nee. Das ist ja auch geil. Eine Hügelrolltreppe. Oh, guck mal, Buddies Restaurant. Oh. Unser kleiner Mops, der ist jetzt im Mopshimmel. Der hieß nämlich auch Buddy. Willkommen in Venetiens. Hier sind erstmal viele Shops. Darf man da dann runter? Unten ist, glaube ich, Casino, aber ich wollte hier durch die Mall. Hier müssen auch irgendwo diese Wasserkanäle sein. Ah, hier sind auch mal T-Shirts. Viva Las Vegas. Oh, wollen wir in die Saloon-Show hier? Ne? Atomic? Aha. Da sind Nackte mehr nackte Frauen? Männer als Frauen Ich habe drauf. nur die Frau gesehen. Ja. Das ist so vom Venetien. Tattoo. Also das ist schon das Venetiens hier jetzt, ne? Ja, ja. Oh sole mio. Kannst du dich mal einmal wie in Venedig fühlen hier? Mit schönem blauen Himmel. So, jetzt kannst du hier langlaufen und in der Mitte ist dann der Kanal, wo sie dann da rumkutschiert werden. Fast original wie in Venedig. Fast. Oh, guck mal hier. First Vom place. Formel 1 Klamotten. Formel 1. Formel 1. Und da ist auch ein Formel 1 Auto. Vietnamesischer Kaffee. Haha. Wow. Das hört sich so an, wenn ich auf Toilette Verstopfung habe. Jetzt muss er aber den Kopf einziehen, pass auf. Ja. Hat er geschafft. Das mit dem Himmel ist auch mal Also echt das ist geil krass, gemacht, ja. ne? Also jetzt weiß man es, jetzt ist Ja. nicht mehr so der Überraschungseffekt, aber in dem anderen Center sind wir durchgelaufen, da war die ganze Zeit die Decke normal und auf einmal ging der Himmel auf und da hat man echt so gedacht, huch, Ja, fuck mein Leben, habe ich gedacht. Das ist ein Fat Tuesday. das gab es auch schon in woanders. Irgendwo anders gab es es auch Aber schon. nee, hier gibt es da diese Slushies, Ja. ja. Alkohol-Slushies. Fat Tuesday. Kauf mir da diesen 2-Meter-Turm mit Margarita. Dann hinten ist der Schuhpalace. Oh mein Gott! Oh, sole mio. Schön gemacht ist es ja, ne? Auf jeden Fall. Das ist wahnsinnig. Hier ist immer gutes Wetter. Hier ist immer gutes Wetter, ja. Auf jeden Fall. Schon wahnsinnig hier drin, ey. Mhm. Ja, ist schön gemacht. So, wie gesagt, leider ist ja alles hier auch Mirage, da wo auch früher Siegfried und Roy aufgetreten sind. Davor ist ja eine Gedenkstatue von denen, hinter einem Zaun quasi, ein Bauzaun. Schade. Das ist echt schade, da hätte ich auch gerne mal rüber geschaut. Da sind ja Legenden. Ja, und wie gesagt, hier Mirage wird komplett vorne alles gebaut, neu gebaut. Schon krass, ja. Wir haben jetzt einen Kaffee geholt für Ja. $5. $5, aber man muss sagen, es sind 2 Becher, also zu zweit ist es in Ist in Ordnung. Ordnung, kann, ja, man, ja. kann man machen. Ist jetzt natürlich kein Schnapper, aber Nee, ja. genau. Aber der Kaffeehunger war schon da. Appetit. Wir haben ja unseren Kaffee mitgenommen zum Aufgießen, aber wir haben gedacht, dass wir Wasserkocher unterwegs in den Ja. Zimmern haben. Haben wir nicht bei einem einzigen gehabt. Das nächste Mal nehmen wir noch einen Reisewasserkocher. Ich habe mit. nämlich was gefunden. Ja, so kannst du zusammenquetschen, also wie so ein, wie nennt man so ein Zylinder. Da ist ein Wasserkocher für unterwegs, sind 600 Milliliter kannst du reinmachen. Oder es gibt auch einfach so lange Thermosflaschen, sieht aus wie eine Thermosflasche. Ja. Auch 600 Milliliter für unterwegs. Und das wird dann unseren Trip Equipment für Kaffees optimieren. Richtig, fürs Ja, nächste Mal. genau. Die nächste Reise ist nämlich schon gebucht. Also Oh. gerne schon mal den Kanal abonnieren. Richtig. Wir verraten jetzt noch nicht, wo es hingeht, aber ich kann Es schon wird mal weiß. sagen, es ist was ganz anderes als Las Vegas. Ganz, ganz was anderes, auf jeden Fall. Aber dann machen wir jetzt mal weiter in Las Vegas, oder Leute? Dann let's go. So, da gehen wir mal gleich lang auf der rechten Seite dann und zurück auf der linken. Ne? Ja. Genau, so, dann los. Bunte Vögel hast du hier überall. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Hey! Na klar, und dann kriegt ihr $20. Die kriegen $20 und ich dann einen aus Maulfund, oder? Und das in der Wüste, was hast du gesagt? Das darf man Das der war nicht Greta der nicht sagen? Greta sagen. Ja, den Sockenschutz. Das ist riesig, dieser Teller. Schon heftig. Naja, Du tust gerade irgendeinem Architekten total unrecht. nein, go on. Okay. Don't worry. Just, Der hat sich da riesen Gedanken gemacht über dieses ja. UFO. Ein UFO, Und so zwei nennt Löcher es und so Teller. zwei Dinger durch. Ja. Treasure Island! Muss in die Zigarrenbar. Was? Guck mal, das ist Davidoff. Ja, Zigarrenbar, sag ich doch. Ah, da hinten. Also das haben sie aber gut überlegt, hier muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Die Vor allen Dingen, weil Städteplanern man- von Las Vegas ein großes Hoch. super. Habt ihr das super gemacht? Vor allen Die Dingen, weil man den Rolltreppen. ganzen Tag ja auch läuft. Ja, Aber die Rolltreppe über den Hügel rüber, das war cool. Ging Krass hoch und dann wieder runter. gratis. Und gerade, ja. Rolltreppe. Das Palazzo. Liebes. Das war's. Egal, wir lassen das. Mal hier immer ein Foto. Ah, sieht auch cool aus. Meine Schon cool. Also wir haben uns gestern wirklich, als wir angekommen sind, gefühlt wie zwei Dorfkinder, die gerade in die Großstadt gekommen sind. Und wir kommen aus Berlin. Ja. Also, ne? Es war schon verrückt Wir hier. sind Bangkok gewöhnt, also. Ja, wir sind Bangkok gewöhnt. Aber das war krass gestern. Bangkok ist ja so Ja, irgendwie weil wir unser die ganze Zeit- zweites, drittes Zuhause quasi. Mega. Ich meine, klar, Fort Worth, da war ein bisschen was los in Dallas. Aber ab danach waren wir ja nur in kleinen Städtchen unterwegs. Ja, also Und dann Fort Worth war jetzt auch nicht, also war nicht auch schon so groß, aber es mega, war halt sehr ja. vergleichbar wie Ja. Regensburg oder Hat Kreuzberg. Regensburg Hochhäuser? Na ja, jetzt lass mal die Hochhäuser weg. Ach so. Wie Regensburg mit Hochhäusern. Naja. Egal. Auf jeden Fall entspannt, total entspannt. Ja, Und Genau. hier war dann so irgendwie voll Halligalli. Hier drüben sind wir gerade mit euch über die Rolltreppe, die einen Bogen macht, rübergefahren. Also das war lustig, ja. Aber man sieht jetzt, warum sie so geformt ist, weil es über eine Brücke geht. Ja. Wir sind in Las Vegas und sind begeistert von der Rolltreppe. Ist doch auch geil, oder? Leicht zufriedenzustellen. Aber gleich bei Worte Burger essen. Ja. Im Internet steht, also es kommt ja aus Texas die Kette, ne? Und alle gehen hier hin, weil sie aus Texas das kennen und hier Okay. schmeckt es nicht so gut. Bin ich mal gespannt. Also schauen wir mal. Las Vegas natürlich von den Fernsehen, von den Dokus, anderen YouTube-Videos kennt man das alles, man erwartet so, aber wenn man denn da ist, wird, finde ich, die Erwartung nochmal übertroffen. Ja. So, jetzt gehen wir mal Richtung Caesars Palace. Und schauen wir mal, ob wir das Hangover-Foto nachstellen können. Ja, aber dann müsste ich mich an den Brunnen stellen. Ach so, naja, irgendwie so. Ein Davor, ja. Ah, da müssen wir rein, ne? bisschen. Ja, Caesars, da gehen wir mal rein. da gehen wir jetzt rein in Caesars Palace Forum Shop. Schon Wahnsinn. Also, ich Wir schmatze sind hier grad. Rolltreppenfans geworden. Rolltreppenfans. Rolltreppe in der Kurve. Eine runde Rolltreppe. Also Vegas ist allein schon toll wegen den Rolltreppen. Wer weiß, was wir noch für eine finden. Ah, Und lecker. es gibt an jeder Ecke gratis CBD-Gummibärchen. Die schmecken voll gut. Ich check das hier nicht. Nee, Also so ein Shoppingcenter mit so einem Himmel finde ich irgendwie geil, total cool. wenn man dann das weiß. Ansonsten kann das natürlich sehr irritieren. Stell dir mal vor, in Deutschland so ein Shoppingcenter mit so einem schönen Himmel. Ja, auch so schön aufgebaut, ne? Also ist schon, da Schon merkt echt- man, dass es hier, dass das Geld hier locker sitzt. Ja. Aber ich muss sagen, leider kriegen sie in Deutschland keine schönen Shoppingcenter hin wie zum Beispiel in Asien. Ja, nee, Ja. nicht vergleichbar. Nee. Ich meine, klar, wir sind jetzt nicht in Asien, aber ich meine generell in Thailand und anderen Singapur und so und in Macau. Wow, Das das sind ist aber meine Größe.
5 groß. Millionen XL. Stell dich mal daneben kurz, Schatz, damit man weiß, wie groß das wirklich ist. Also, jetzt kommt Caro ins Bild. Zack, die Größe. Oh, Schatz, guck mal, noch ein Lululemon. Die ja, aber sprießen hier aus ich dem will nur Boden. Lululemon Outlet. Wow, guck dir den Himmel mal an hier. Das sieht geil aus wieder, ne? Das ist schon... Aber jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Du bist total übermüdet von einer langen Fahrt, kommst von draußen, wo es dunkel war schon, rein in so ein Center und dann läufst du durch und irgendwann merkst du, Mensch, ist ja wieder hell geworden und bist voll dann durch, ja, also, Oh, das sieht toll aus da vorne. oh ja, wow. Louis Vuitton. Da darf man auch nicht einfach reinlaufen und musste warten, bis sich einer abholt. Ich glaube, die machen erstmal ein Alter, hier sind Schuhe, Erstmal weil eine Identitätsüberprüfung. ob es Caesars geht. Casino und Shopping Center und Hotel. Da, wo auch Hangover gedreht wurde. Und hier ist was los. Also es ist echt Juhu, da ist Nike. unglaublich. Kann man nicht beschreiben. Atlantis Show. Wann ist die denn? Muss man mal gucken. Überlegt, dass das ein Einkaufscenter ist. Entschuldigung, haben Sie ein paar Cappies? Ich zeige euch mal mein neues Schuhregal. Hier. Und das ist mein Schuhregal hier. Das ist der begehbare Schuhschrank. Oh ja, das wäre geil, wa? Ja. Was denn? Natürlich gibt es hier auch Rochen im Einkaufscenter. Wo sind sie denn? Alle weg. Da ist er. Da ist er. Hallo. Der Rochen ist ja süß, ey. Ja. Die sehen immer aus, als würden sie lächeln. Ja. Oh, da ist noch eins. Ja, mehrere. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if So, wir sind ja große Fans von Hangover. Und jetzt laufen wir genau da rein, wo sie quasi auch mit dem Mercedes abgeholt worden sind oder mit dem kaputten Ja. Polizeiwagen ankamen. Ne? Und wo die Matratze auf dem Dach war, ne? Die Weil Matratze hier auf dem Dach war. quasi- Und bei der letzten Folge waren sie auch noch mal quasi hier drin. Und es ist ja, es endet dort, wo alles anfing. Geil. Wollen wir mal reingehen? Da ist dieser Brunnen auch. Ah, Oh nee, doch nicht. oh nee. Das ist nicht der Brunnen. Ist einfach. Die haben sie auch gespielt an dem Abend, oder? Wo sie Geld brauchen. ja. Schatz, die nach dem Essen hier zocken oder was? Irgendwo auf jeden Fall. Wir müssen ja die Urlaubskasse wieder reinholen. Oder alles verlieren. Okay, dann gehen wir jetzt weiter Ja. was essen. Und da ist ein Jack 642.000. Nee, wir müssen nach, 10.000? ja, so um die 10.000, weil die werden viel öfter ausgeschüttet als die großen. Also ist Okay. unsere Chance höher. Gut, machen wir Haben so. mich informiert. Weißt du, was total verrückt wäre? Ha? Man schmeißt da so sein Geld rein und geht dann mit 10.000 Dollar Ja, wieder das raus. wäre ganz cool. Also das ist ja ganz cool. Ich würde voll ausrasten da. Schauen wir mal. Oder wirfst du $1 rein und machst du bei dem da 600.000 Dollar. Wichtig ist auch, wenn man dann Plus gemacht hat, dass man aufhört. Auch wenn, sagen wir mal, du hast $100 Plus gemacht oder so. Du Ja. musst aufhören, weil wenn du damit weiterspielst, dann gehst du mit 0 raus. Und wie man was gewonnen hat, muss man aufhören. Also Caro ist Expertin geworden. Richtig. Ich habe Ja. YouTube geguckt. Also YouTube bildet anscheinend auch. Naja, Aber es ist schon mal cool, hier gewesen zu sein, ja. wo sie Hangover gedreht haben und wo die 10 auch im Video oder im Kino ist. Voll geil. Caesars Palace. Die Firma, für die sich Flyer verteilt, halt Two Lips. Oh. Oh Gott, ey. So Leute, heute ist unser letzter Abend. Überhaupt auf unserem Überhaupt? Roadtrip. Ja. Ups, Vater. Oh, wir sind mit den ganzen Verrückten jetzt unterwegs hier. Hier geht's ab, Leute. Also, wir waren auch vorhin zocken und haben 30% gewonnen von unserem Einsatz.
Also wir haben $10 gesetzt, $13 gewonnen. Haben wir uns gleich auszahlen Haben wir uns gleich auszahlen lassen. Weil wenn du gewonnen hast, gleich auszahlen lassen. Aber an den anderen Automaten haben wir nochmal $30 verloren. Also zum Schluss gewinnen. Piep! Aber es geht ja um den Spaß. Ja, also einmal in Las Vegas und nicht gezockt haben, ist, glaube ich, ein bisschen doof. So, deswegen haben wir hier in Las Vegas gezockt. Jetzt können wir sagen, wir haben in Las Vegas gezockt. Richtig. Und jetzt schauen wir uns noch die Lichter an hier. Genau. Viel Spaß mit uns gemeinsam hier in Las Vegas am letzten Abend von unserem geilen Trip. Jetzt schon mal den Kanal abonnieren, Leute, und die Videos reinziehen, die wir unterwegs gemacht haben. Wir waren in 5 Staaten. Ja. 5 Staaten. Abgelenkt. Ja. Viel Spaß weiterhin bei dem Video. Las Vegas bei Nacht mit Erkan und Caro. Seid ihr auch mit uns unterwegs. Bis gleich. I feel harmony whenever you talk to me. What you see, I see. Start to look real promising. That's right. Can't change the fact that I and you were synchronized. Let me take the lead. Just a little bit of you'll see. Yeah, one day I'm gonna be loved by you. One day gonna be hugged by you. Someday it's gonna make sense to you. One day, someday, Wednesday, I put a spell on you. Lose your head, go anywhere. In my bed, we'll disappear. Know what you like, know what you need. So, da hinten sehen wir dann die Sphere. 3 Milliarden hat man gesagt, ne? Baukosten circa. Ja. Was waren die Tickets nochmal, Schatz? Wie teuer? 120? 110 pro Person. 110 Ticket pro Person wäre es gewesen. 45 Minuten mit einem Rundgang da drin. Aber dadurch, dass wir wirklich nur einen Tag jetzt hier in Las Vegas, einen vollen Tag haben, haben wir das jetzt geskippt. Machen wir auf jeden Fall nächstes Mal. Wird sich bestimmt auch lohnen. Finde ich jetzt vom Preis, denke ich, in Ordnung. Denke ich auch. Ja. Aber, ja, dann, man soll sich ja auch was Tolles dann fürs nächste Mal lassen, ne? Da ist er. Der ist traurig. Erstaunt ist er. Und jetzt wird er böse. Ja. Vampir-Smiley. Auf jeden Fall gucke ich mir zum allerersten Mal die Formel 1 an, weil es hier in Las Vegas ist. Genau. Also wir gucken sie dann altes Also Rennen an, beziehungsweise zu Hause dann. Aber Bei YouTube also am die 22. und Highlights. 23. November, glaube ich, war es jetzt. 21 oder irgendwie so, ja. 21, 23 Ja. irgendwie ist die Formel 1 hier. Deswegen die haben ja auch angefangen, ja auch diese ganzen Dinger da zu bauen, was man so überall vielleicht auch in den Videos und Bildern sehen wird. Die Gifte. Die Gerüste, genau. Ja, ich finde es halt immer interessant, wenn man an einem Ort war und dann passieren so Sachen an dem Ort oder sind vorher passiert, macht es den Ort irgendwie, finde ich, noch interessanter. Ja. Und genau, das wollte ich sagen. Das war die Aussage. Das ist auch cool. Guck mal, den Walking Dead im Bildschirm. Werbung. Von dem Spiel. Ja. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride.